Herzlich willkommen hier bei uns im Polestar Space. Es freut mich mega, dass so viele Leute da sind und wenn es ein bisschen heiß ist heute. Ich bin Deborah, ich arbeite bei Polestar Schweiz im Marketing und bin Projektleitung vom Future Talk. Herzlich willkommen. Den Future Talk haben wir letztes Jahr als Pilotprojekt gestartet und dank dem Interesse unserer Community, dank euch am Erscheinen, können wir sagen, dass wir jetzt eine etablierte Eventserie haben und es freut uns wahnsinnig, dass auch heute wieder so viele Leute da sind, dass wir den Raum füllen können. Heute reden wir über Vertrauen in einer digitalen Welt, wie das gelingt. Und an dieser Stelle übergebe ich das Mikrofon auch schon unserem Moderator, am Stefan Sigrist. Ganz viel Spass. Guten Abend miteinander, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen zum 3. Polestar Future Talk. Die Idee von dem Anlass ist, dass wir ein bisschen im grösseren Bild darauf schauen, was auf uns zukommt, was unseren Alltag, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft prägt und damit beitragen zum Entscheidungen treffen, die über das hinausgehen, was man in den Tagesmedien immer gerade trifft. Und wir haben einen grösseren Bogen gemacht, wir haben uns vertieft über Mobilität unterhalten, wie sie sich verändert, was es für unser Zusammenleben bedeutet. Wir haben im letzten Mal über das Thema «Less is more» oder «More is less», je nachdem, wie man das sieht, geredet und haben dabei herausgefunden, dass weniger durchaus mehr kann sein. Und jetzt sind wir plötzlich in einer Situation gelandet, wo uns Maschinen erlauben, mit immer weniger, immer mehr zu generieren. Und Sie ahnen, es geht unter anderem um ChatGPT, ein Thema, das man schlecht ignorieren kann zurzeit. Die Medien sind täglich gefüllt mit neuen Chancen, mit neuen Utopien, aber auch mit Hiobsbotschaften und dystopischen Perspektiven. Zum einen geht es darum, dass gewisse Leute davon ausgehen, dass wir alle unsere Arbeitsplätze werden verlieren, weil die Sprachmodelle so viel schneller und eloquenter Sachen auf Papier oder mindestens auf digitale Devices bringen, dass wir das selber können. Die Diskussion haben wir auch vor ein paar Jahren schon mal gehabt. Es hat geheißen, 60% der Leute verlieren die Arbeit. Momentan haben wir ja eher einen Fachkräftemangel. Da müssen wir ein bisschen genauer hinschauen. Zum anderen gibt es ganz grosse globale Vordenker, die beispielsweise in den Raum gestellt haben, dass wir aufpassen müssen. Das Ende der Zivilisation könnte nähern, und zwar nicht wegen dem Klimawandel, sondern weil uns eine künstliche Intelligenz über eine Religion, die sie erfindet, dann unterwirft. Also auch da dürfen wir ein bisschen genauer darüber nachdenken. Viel konkreter im Alltag geht es natürlich darum, dass wir, Sie haben es schon gesehen, Sprache, Bilder, Fitnesspläne, aber natürlich auch Programmieraufwände können anfangen auslagern und damit sehr viel effizienter werden. Und im grösseren Bild steht natürlich die Frage im Raum, stärkt das jetzt das Vertrauen in die digitale Welt, wenn wir wissen, dass alles, was wir lesen und was wir sehen, durch Maschinen generiert wird, oder schwächt es unter Umständen? Und es geht nicht nur um das Vertrauen von uns in eine maschinell geprägte Welt, sondern natürlich auch das Vertrauen zwischen den Menschen, weil man weiss dann auch nicht mehr wirklich, ist der Mensch, wo man dann sieht, digital, ist der wirklich echt oder nicht. Sie haben die verschiedenen Deepfake-Simulationen schon angeschaut. Wir schauen dann ein paar Beispiele noch an. Also es sind durchaus grössere Fragestellungen im Raum und das Ziel vom heutigen Abend wäre, dass man das miteinander einordnet. Im grösseren Bild verstehen, was auf uns zukommt, aber durchaus eben auch sehr konkret in den Alltag tragen, was wir jetzt konkret mit diesen Technologien machen, wo man sie einsetzen könnte, wo man sie nicht einsetzen könnte. Und jetzt bin ich schon relativ lange am Reden. Das ist nicht ein Anlass, wo jetzt da primär ein Vortrag im Mittelpunkt steht, sondern wir haben 2 Gäste eingeladen, die ausgewiesene Expertinnen oder Experten sind. Ich würde sie jetzt gerne auch gerade auf die Bühne bitten. Das ist zum einen Sarah Genner. Sie ist ein Digital... Wir duzen uns, haben wir jetzt abgemacht. Sie ist eine ausgewiesene Digitalexpertin, die sich mit wirtschaftlichen, aber auch gesellschaftlichen Fragestellungen auskennt. Sie ist in Verwaltungsräten, sie beratet Organisationen bei längerfristigen Fragen und sie hat einen Hintergrund in Medienwissenschaften. Und das ist darum wichtig, weil wir später auch noch ein bisschen über Sprache werden reden. Du hast, glaube ich, schon mal Platz nehmen. Und zum Zweiten ist es der Peter Schneider. Er ist
Psychoanalytiker von Haus aus, hat ganz viel Erfahrung in der akademischen Welt, viele Bücher geschrieben, wo es auch um neue Formen von der Therapie geht, wo wir auch noch darüber werden schauen, wo Maschinen oder eben künstliche Intelligenz auch eine Rolle kann spielen. Er schafft auch als Psychiater und vor allem ist er aber bekannt über mediale Kanäle. Er hat über 30 Jahre Presseschau gemacht auf SRF-Kanälen, hat Tagekolumnen und hat eine sehr dezidierte Meinung auch über die Rolle von künstlicher Intelligenz. Ich bin verantwortlich im normalen Leben für Wire. Wir sind ein Think Tank, der sich auch mit ähnlichen Fragen beschäftigt. Und ich muss mich an dieser Stelle auch gerade entschuldigen. Ich bin nämlich kein wirklicher Moderator. Das ist ein Pilotprojekt und man hat auch mich als Pilot da quasi mal eingesetzt. Also es gibt professionelle Moderatorinnen, die das wesentlich besser können. Der Anspruch ist aber, und das hätte in den letzten Mal nicht so schlecht gepasst, dass wir dafür wirklich inhaltlich auch in die Tiefe gehen können. Jetzt habe ich aber, glaube ich, schon genug geschwätzt. Wir könnten... Ja. Also, für mich können Sie am Schluss klatschen, das finden wir dann auch. Ich habe mir auch ein paar Fragen aufgeschrieben. In der Regel habe ich sie dann trotzdem nicht gebraucht, aber falls Sie dann mal drauf schauen, wissen Sie das. Und ganz wichtig, wir tun auch Sie einbinden. Also wir möchten den Dialog fördern. Ich tue an verschiedenen Stellen dann Fragen auch ins Publikum bringen. Und wir machen das in gut schweizerischer Manier, so wie bei der Appenzeller dürfen Sie dann die Hand heben, wenn man abstimmt. Es gibt zwar diverse digitale Devices, wo man sich da mit Handys einloggen kann, aber mit ein bisschen gesundem Menschenverstand kommen wir wahrscheinlich relativ gut um das herum. Gut. Gibt es Fragen, Widerstände? Also, ich sage, dann starten wir mal. Sarah, ich würde gerade anfangen und mich nimmt es Wunder, wann hast du das letzte Mal ChatGPT gebraucht und für was? Ich nutze ChatGPT alle paar Tage tatsächlich für Sachen zusammenfassen. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie einen längeren Text habe und ich möchte nur die Kernaussage wissen von dem. Ich hatte letzte Woche ein Beratungsmandat, wo ich eine Organisation beraten habe zum Thema digitale Transformation. Und ich hatte einen Ganztagesworkshop und ich hatte ganz verschiedene Themen dort. Und dann habe ich eingegeben, was könnte digitale Transformation dieser Organisation bringen und habe mal geschaut, was jetzt ChatGPT würde sagen. Und ich war überrascht, dass doch ein paar Punkte übereingestimmt haben, die ich auch vorgeschlagen habe. Also ich tue es im Moment sehr spielerisch einsetzen. Ich bin immer noch daran, das Tool zu testen, auszuprobieren, den Wahrheitsgehalt ein bisschen zu überprüfen. Ich weiss ja, es tut häufig ein bisschen halluzinieren, oder, wie man schön sagt. Und trotzdem bin ich immer wieder beeindruckt, was da angereiht wird an Wörtern. Auch wenn jedes nächste Wort ist nur eine Wahrscheinlichkeitsberechnung, was jetzt das nächste Wort könnte sein, ist es doch erstaunlich oft sinnvoll und eloquent. Und ich bleibe da dran. Ab und zu lasse ich mir auch einen Witz erzählen. Ich höre auch von Eltern, dass sie gute Nachtgeschichten sich vorschlagen lassen oder mit dem Kind zusammen am Bett dann noch so ein bisschen interaktiv die gute Nachtgeschichte weiterentwickeln. Also es gibt sehr kreative Anwendungen. Und die Witze sind lustig gewesen? Bis jetzt so mittel. Ich glaube, das bringt es eben nicht schlecht auf den Punkt, wie Sie schon richtig gesagt haben, oder? Da werden Buchstaben für Buchstaben aneinander generiert und in dem Sinne haben die Systeme ja kein Verständnis von der realen Welt, aber da kommen wir noch schnell darauf zurück. Mich nimmt noch Wunder, man sagt ja generell, hat mir ein Software-Ingenieur gesagt, die Fehlerquote ist 20% plus minus, also du hast dann aber quasi die Kontrolle nochmal vornehmen, nachdem quasi die Auslegeordnung gemacht worden ist? Ich habe es eben eher nachher geschaut, oder? Ich habe den Workshop schon vorbereitet und habe eher ein bisschen überprüfen lassen, gibt es noch einen Punkt, den ich zum Beispiel einbauen könnte, den ich nicht daran gedacht habe. Und das habe ich interessant gefunden. Und ich habe bei ein paar Kunden habe jetzt auch so Workshops gemacht, wo sie wollen wissen, was ist eigentlich KI, was kann ChatGPT und so weiter. Und dort habe ich ein Film gemacht und habe eingegeben, wer ist die Organisation. Und dann haben sie können selber schauen, was jetzt zu ihrer Organisation ausgespuckt wird. Und teilweise war es nicht schlecht gewesen, und teilweise war es kreuzfalsch gewesen. Und das ist immer gut, wenn man da ein bisschen, das selber ausprobiert, das Gespür dafür bekommt, wo kann man dem vertrauen und wo muss man auch wirklich genug mit dem kritischen Geist immer wieder den Hintergrund, den gesunden Menschenverstand anwenden. Ja. Jetzt wissen wir seit einiger Zeit aus der wissenschaftlichen Literatur, gerade in der Psychiatrie,
dass Chatbots, also Systeme, wo man eine Frage stellen kann, durchaus einen Nutzen stiften, beispielsweise bei Notfällen und so weiter. Ist das jetzt dann der Anfang vom Ende von einer psychiatrischen Praxis, weil der ChatGPT das jetzt quasi übernimmt, was du schon so gut machst? Wenn es funktionieren würde, fände ich es ja gar nicht schlecht. Aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist auf einer ziemlich schwachen Ebene. Also ein Therapierer, gut, das ist auch schon 2 Jahre her, das war auf dem DGBPN-Kongress 21. Da gab es so einen Therapieroboter, so wie die auch in den Altersheimen dann irgendwie rumwuseln oder mehr wuseln sollen. Der hat dann vorgeschlagen, ob er ihr, also der Fake-Klientin, irgendwie die Lieblingsstücke ihrer Playlist von Spotify vorspielen sollte. Und dann hat er dann zur Evaluation gefragt, ob ihr das jetzt irgendwie genützt hätte. Und sie hat natürlich auch brav Ja gesagt. Ja, also dann gibt es natürlich interessante Modelle. Das ist der Herr Insel, der vorher federführend war beim amerikanischen Diagnosemanual DSM-5. Der hatte sich noch vorgestellt, man könne endlich die inzwischen rein symptomatische Beschreibung der Diagnosen auf ein sicheres neurologisches Fundament stellen. Das hat nicht geklappt, aber es ist dann interessant, was er sich dann ausgedacht hat. Und er hat sich eben so ein Big-Data-Modell vorgestellt, bei dem die iPhone-Bedienung, die Muster der iPhone-Bedienung bestimmte Diagnosen zulassen. Also nicht, ob ich nach Depression google und das gibt dann einen Hinweis auf eine mögliche Depression, sondern aus wirklich sehr unspezifischen Daten diagnostische Cluster zu entwickeln. Auch das ist auch sehr junge Geschichte, also auch erst ein paar Jahre, aber da hört man auch wiederum wenig davon. Und als Gedankenexperiment finde ich das ja wahnsinnig faszinierend, also das Ganze nochmal so aufzumischen und zu denken, wir machen jetzt in der Diagnostik historisch immer wieder in neuen Auflagen neue Diagnosecluster, also die Symptome bilden die und die Störung ab. Wir machen gar keine spezifischen Aussagen für die Diagnostik, wie das entstanden ist. Das wäre sehr faszinierend. Also man könnte das jetzt zum Beispiel mit der ich weiß nicht, kennen Sie noch das Binzen? Ich kenne das auch nicht mehr, aber ich kenne es noch so vom Hörensagen. Das war so ein Bestimmungsbuch, mit dem Sie in bestimmten Schritten eine Pflanze bestimmen konnten. Das beruht auf dem Linnéischen System. Das ist weit, weit vor Genetik, vor Computern und vor allem. Und das ist ein sehr stabiles System, auch unter dem Aspekt der Genetik. Und jetzt wäre ja das Interessante, also kann man mit Big Data entweder diese psychiatrischen Diagnosekategorien, kann man das bestätigen, also wie du gesagt hast, kommt dann dasselbe mehr oder minder raus, also es muss ja gar nicht 1:1 sein, weil das ändert sich ja historisch auch immer wieder. Oder entdecken wir ganz was anderes, also entdecken wir, dass die leichte Depression viel eher mit irgendwas auf dem Autismus-Spektrum verbunden ist. Also müssten wir das neu schreiben. Aber auch da ist nichts. Auch da nicht. Also, ist auch nichts unterwegs. Aber das ist natürlich generell so, dass die Erwartungshaltungen wahnsinnig hoch sind und jetzt quasi sehen wir plötzlich, eben, wo funktioniert es denn im Alltag und wo nicht. Was mich noch würde wundern, aber die Informationen werden ja quasi statistisch zusammengestellt und die Systeme lehren auf Daten, wo man sie füttert, die werden trainiert und dann geben sie aus dieser Basis eigentlich einen Mittelwert raus. Was ich viel gehört habe, eben, dass Leute das jetzt brauchen für ein erstes Brainstorming. Aber wenn wir 3 jetzt eine Aufgabe bekommen, ein Brainstorming zu machen, wie man zum Beispiel so einen Gesprächsleitfaden könnte machen, dann kommt doch der statistische Mittelwert 3-mal zum Tragen. Also wir kommen unabhängig voneinander 3-mal das gleiche Ergebnis über. Und führt das dann nicht dazu,
dass eigentlich die Vielfalt von den Ideen, weil im Normalfall du etwas völlig anderes überlegst als du und ich auch nochmal, dass die immer stärker eingeschränkt und homogenisiert werden. Also ist unsere Alltagswelt, wenn wir jetzt 3-4 Jahre nach vorne denken und alles ist durch so eine generative KI durchgeschleust worden, sieht doch alles gleich aus. Ich glaube nicht unbedingt, weil erstens mal kommt nicht immer genau das Gleiche raus. Man kann sich ja auch vom gleichen Resultat das wieder neu generieren lassen. Also das heisst, es ist nicht immer das Gleiche. Das ist schon mal das eine. Und das andere ist, wenn wir es als Inspirationstool nutzen, wo ich glaube, ist tatsächlich einer der grössten Nutzen, dass man sich mal inspirieren kann, wenn man nicht gerade weiss, wie man mit einem Text anfangen oder ein schwieriges E-Mail oder so irgendetwas, dass wir alle drei uns auf eine andere Art inspirieren lassen. Es wird bei uns andere Verknüpfungen geben, wir würden an andere Sachen denken und dann könnte es durchaus doch wieder eine Vielfalt geben. Aber wir müssten nachher wieder darauf vertrauen, dass das, was wir in unserer menschlichen Intelligenz mitbringen, mindestens so gut ist wie das, was eine KI uns kann auch als Inspiration geben. Also es ist wie eine Eigenverantwortung, die man halt trotzdem nicht kann Also eigentlich der schönste Teil ist ja meistens dann, wenn man nicht entscheiden muss. Und das nimmt es uns eigentlich nicht ab, in dem Fall. Auf jeden Fall nicht. Also Ja. ich glaube aber, wenn wir es schaffen, wirklich zu lernen, wo können wir es sinnvoll einsetzen und gut mit diesen Tools zusammenarbeiten, Ja. statt die Ersatzdiskussion führen, oder wie wir es in den klassischen Medien im Moment sehen, die ganze Angstmacherei und also KI stellt die und die Jobs und überhaupt braucht es dann all die Leute nicht mehr. Gestern grosse Aufregung war, ist herausgekommen, dass bei der deutschen Bild-Zeitung, oder die auflagenstärkste Zeitung in Deutschland, 200 Stellen abgebaut werden. Die neue Chefredaktorin hat gesagt, wir müssen uns jetzt von den Menschen trennen bei uns, die durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Und auch die Schweizer Medien haben das dann so aufgegriffen und mehr oder weniger das so geschrieben, als würde das stimmen. Dabei ist doch das eine ganz klare Ausrede gewesen. Die haben doch einfach sonst irgendwie grosse Umwälzungen, die durchaus mit Digitalisierung zu tun haben. Das fließt ganz viel vom Werbemarkt, wo früher oder in Schweizer und deutschen Journalismus reingeflossen ist, inzwischen zu Silicon Valley Firmen. Und das macht es schwierig. Oder? Man muss von der fundamentalen Wechsel vom Papier ins Digitale machen. Das ist unglaublich schwierig und teuer und die Prozesse mit umgestellt werden und die Jobs verändern sich tatsächlich. Man muss sparen, aber jetzt behaupten, man könnte die Jobs einsparen, weil das irgendwelche künstliche Intelligenzen machen, stimmt natürlich nicht. Aber den Leuten leuchtet es ein, weil man jetzt seit Wochen und Monaten und fast Jahren immer wieder die Schlagzeilen liest, Automatisierung und künstliche Intelligenz stellt Jobs und jetzt kann man es vorschieben und sagen, sorry, jetzt ist es soweit, jetzt müssen wir entlassen. Aber es ist doch scheinheilig. Was macht das denn mit uns als Gesellschaft? Weil eben, zum einen, jetzt schreibt da in grossen Stil, eben, die Menschheit wird unterworfen und jetzt haben wir tatsächlich noch die Beispiele. Führt das denn jetzt zu grösseren Ängsten und in dem Sinne auch noch mal zu mehr Zukunftsängsten bei jungen Leuten? Oder führt es trotzdem dazu, dass man eigentlich die Work-Life-Balance verbessern kann, weil man vielleicht tatsächlich den Text nicht mehr selber schreiben muss? Und dann, also gibt das einen Einfluss auf die mentale Gesundheit von unserer Bevölkerung oder von uns allen? Ich kann auch nicht in die Zukunft blicken. Also ich glaube, dass es, abgesehen jetzt von diesen ganzen Doomsday-Fantasien, auch eine große Begeisterung gibt dafür. Und es gibt wahrscheinlich tatsächlich Bereiche, wo das einfach was Tolles ist. Also eine gute Freundin von mir ist Programmiererin, die hat sich früher, Stack Overflow heißt das, glaube ich, so eine Plattform, da muss sich das zusammensuchen. Das macht jetzt ChatGPT und das ist eine echte Arbeitserleichterung. Andererseits habe ich eine Ex-Studentin, die für so ein Start-up, eine App arbeitet, ich sage jetzt nicht welche, die muss sozusagen positiv gestimmten Beziehungszeugs produzieren. Und jetzt würde man doch denken, also ich kenn das von der parodistischen Seite, also ich produziere sowas relativ leicht als Parodie. Jetzt habe ich ihr gesagt, also wenn dir das so stinkt, dann mach das doch mit diesem scheiß ChatGPT, weil nichts ist geeigneter natürlich, um Parodien zu erzeugen. Da muss man vielleicht noch ein bisschen einen zweiten, dritten Durchlauf. Aber der Witz ist, diese Start-up hat dann wiederum eine Software, die kontrolliert, dass es nicht mit künstlicher Intelligenz erzeugt worden ist. Und
dass dann die andere Seite, also eben wie das jetzt wirklich mit den Arbeitsplätzen ist. Aber das heisst eigentlich, wir haben jetzt künstliche Intelligenz, die uns hilft, beispielsweise etwas zu schreiben. Und dann müssen wir aber gleichzeitig kontrollieren, Schulaufsätze zum Beispiel, ob das dann auch funktioniert. Das heisst, wir haben dann die eine Maschine, die die andere Maschine kontrolliert. Und ich habe auch gelesen, da hat man versucht herauszufinden, was für sonstige Literatur schon geschrieben wurde. Hat der Kontrollbot herausgefunden, dass Macbeth von Shakespeare von ChatGPT geschrieben worden ist. Jetzt nehme ich mal schnell ein Wunderstimmungsbild so. Wer hat das Gefühl, ChatGPT ist eine Chance? Wer hat das Gefühl, es ist eher ein Risiko? Gut, also klare, positiv ist gut. Jetzt mal ein bisschen allgemein gesprochen. Du hast jetzt ein paar Beispiele gebracht, aber wir haben auch gesehen, eben, es gibt klare Anwendungen. Wir müssen halt ein bisschen gleich über die Zukunft reden, wir können dann schon noch lieber. Aber konkret, wo sind denn jetzt die Bereiche in den Unternehmen, wo tatsächlich, lassen wir mal ChatGPT, generative künstliche Intelligenz, sie kann ja nicht nur Text machen, sondern wir sehen es dann gerade noch, sie kann auch Bilder machen, und zwar erstaunlich gute. Wo sind denn die Bereiche, wo das jetzt wirklich sinnvollerweise sollte eingesetzt werden? Wir hören sehr viele von Unternehmen, sind alle ein bisschen vorsichtig. Was sind denn Use Cases, um den Begriff zu brauchen? Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, was haben wir für eine Belegschaft und was hat man für Tätigkeiten, wo kann man es einsetzen. Und ich glaube, man muss jetzt nicht überall unbedingt nach einer Anwendung suchen, aber man kann die Leute motivieren, die Tools mal auszuprobieren. Ich sehe aber auch in vielen Firmen, dass ein bisschen eben eine Vorsicht da ist, weil natürlich im Moment die Tools auch am Datensammeln sind. Oder? Das maschinelle Lernen, um die Tools zu verbessern, ist darauf angewiesen, dass mehr Daten reinkommen. Das heisst, sie müssen auch abspeichern, was man da eingibt. Das heisst, die Firmen haben ein bisschen Sorge, dass da auch vielleicht firmeninterne Daten eingegeben werden, Sachen, die nicht irgendwo auf einem Server landen, wo man nicht weiss, wo das ist und so weiter. Und insofern kommt es sehr darauf an. Ich habe mit einem Gastrounternehmen geredet, das gesagt hat, ich habe ganz tolle Leute eingestellt. Aber sie können wirklich nicht gut E-Mails schreiben. Ich schäme mich immer, wenn ich sehe, was sie unseren Kunden für E-Mails schreiben. Und er will jetzt denen beibringen, dass sie etwas, was sie schon geschrieben haben, nochmal kurz korrigieren lassen bei ChatGPT. Korrigiert diese Nachricht oder, auf Grammatik und Rechtschreibung. Und dass das könnte helfen. Gleichzeitig muss man sagen, es gibt Leute, die sagen, die Korrektur bei Word ist besser als die bei ChatGPT. Und das gibt es ja doch schon sehr lang. Ja. Gibt es schon lange und trotzdem können es viele Leute nicht anwenden. Also es ist wie immer eine Frage von, es gibt die Möglichkeiten und wer wendet sie in welchem Kontext richtig an. Jetzt sind wir bei einem Korrekturprogramm Plus. Und jetzt haben wir aber den riesige mediale Aufwand, oder? Und die grossen amerikanischen Tech-Konzerne, einer mit G zum Beispiel, wo jetzt Angst bekommen hat, dass ein anderer Tech-Konzern mit einer unbekannten Suchmaschine mit B die übernimmt. Ist denn das jetzt, was ist der massenpsychologische Effekt dort dahinter? Gibt es einen? Da bin ich überfragt. Also ich glaube, es gibt ja immer diese Mischung aus Kulturpessimismus, also dass man sagt, ja, also ChatGPT arbeitet nur statistisch, hat daher eben ohnehin was Konservatives, weil es immer nur das bestehende Material aufgreift. Es gibt keine Emergenz in dem Ganzen, wo dann tatsächlich irgendwas Neues auftaucht. Und dann gibt es natürlich eine eher technikaffine Begeisterung dafür. Aber ich glaube, ich halte es für falsch, sich für eine der beiden Seiten zu entscheiden, also sich das so binär vorzustellen, weil das sieht man auch so in der Diskussion über Wissenschaften. Also da wird ja immer diskutiert, die Wissenschaft sagt oder we should follow the science. Und wenn man sich das da mal genau anguckt, arbeiten die verschiedene Wissenschaften ja auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Also es gibt keine Einheitswissenschaft, es wird sie auch nicht geben und genauso ist es, glaube ich, mit den Anwendungen von ChatGPT oder überhaupt Maschinenlernen. Es gibt Bereiche, wo das sehr gut funktioniert
Und es gibt Bereiche, wo es nicht so gut funktioniert, auch manchmal in ganz trivialen Bereichen, also wo nicht irgendwie große Anforderungen gestellt sind. Und ich glaube, man meint sich immer so zwischen dem einen und dem anderen entscheiden zu müssen. Also in der Wissenschaftstheorie, das ist zwar mehr jetzt nur noch eine abgestandene Laienmeinung, wir müssen uns jetzt das mit den Experimenten und der Falsifikation und nein, das funktioniert nicht so in den Wissenschaften und eben ChatGPT ist nicht so etwas wie die allgemeine Methodik für alle Bereiche jetzt. Also zum Beispiel, wo ich es wieder weiß, in der Radiologie funktioniert das relativ gut. Das ist wirklich faszinierend und ist ein Fortschritt. Das sind Mustererkennungen. Also Mustererkennung, was ist ein Tumor und genau. Ja, und das ist wirklich zuverlässig. Aber jetzt bei elementaren Sachen, also ich musste jetzt einen Buchbeitrag abliefern, wo ich dann wirklich dem Herausgeber gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich bin wirklich mir schugge geworden, die Fußnoten noch zusammenzusuchen. Aber das nimmt mir nicht ChatGPT ab. Da kann ich nicht sagen, dass irgendwie die eine Stelle, das habe ich, wenn ich die Nerven in dem Moment gehabt hätte, hätte ich das schneller selber zusammengesucht. Das ist ja ein grosses Problem, dass es ja nicht referenzieren kann, oder? Weil die Inhalt generativ zusammengesetzt wird, weiss man nicht, wer es geschrieben hat. Und du hast vorher gesagt, eben, von wo kommen die Quellen? Und auch der Schutz vom geistigen Eigentum ist eigentlich nicht klar. Der Economist hat vor 2 Wochen geschrieben, die Frage, ob wir dieser generativen KI werden erlauben, von dem gesamten Wissensschatz vom Internet einfach so zu lehren, wird eine der wichtigsten vom 21. Jahrhundert. Jetzt haben wir beispielsweise in der ganzen Transformation von der Musikindustrie 2003 oder 2004 mit MP3-Files ist die Frage schon mal diskutiert worden. Und dann hat man relativ rigoros gesagt, wer etwas von jemand anderem übernimmt, ein Musiksample von der Madonna, ab 1 Sekunde, der zahlt. Und momentan ist ja das nicht so. Ist das denn jetzt quasi der Gamechanger, wo jetzt dann die Juristen kommen und sagen, ja, also wer ein Bild von Salvador Dalí imitieren, der muss auch dafür zahlen? Oder ganz aktuell in der Schweizer Medienlandschaft, wenn ein KI einen Artikel vom Tagesanzeiger zusammenfasst, dann muss man das irgendwie referenzieren und vor allem auch bezahlen. Ist das quasi die nächste Phase der Diskussion? Es ist denkbar. Wir haben ja noch jetzt das Leistungsschutzrecht oder so ein Thema, das nur die wirklichen Mediennerds interessiert, wo eigentlich die Verlage im Moment gegen die grossen Suchmaschinen losgehen und sagen, ihr müsst eigentlich zahlen, wenn ihr auf unsere Artikel verweisen und unsere Inhalte zusammenfassen und so weiter. Und das ist ein grosser juristischer und politischer Kampf. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen und das wird am Schluss wahrscheinlich vor Gericht entschieden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch in diesem Bereich wird so Klagen geben. Dass der Dalí noch wird klagen, glaube ich nicht. Oder? Weil nach ihm ist ja das Dalí benannt. Das ist sozusagen wie das ChatGPT von der Bildgenerierung. Und, das sind auch noch irgendwelche Verwandten. Ja, genau, es kann sein, dass da noch Ansprüche erhoben werden. Ich muss allerdings sagen, die Tests mit Dalí, die ich gemacht habe, um so Bilder zu generieren, sind ziemlich schlecht gewesen. Ich bin jetzt sehr enttäuscht, ich bin also schon mehr beeindruckt von der Eloquenz von ChatGPT. Ich habe aber eine Bekannte, die ist eine Grafikerin und befasst sich auch mit Digitalthemen sehr intensiv und die hat, glaube ich, gerade einen Grafikwettbewerb gewonnen, in dem sie eigentlich so Plakate hat generieren lassen mit verschiedenen so Tools. Aber ich bin ziemlich sicher, dass sie dann auch noch grafisch nachbessert hat. Ja. Also, dass das einfach so dann ausgespuckt wird. Also auch dort, glaube ich, ist es eine Inspiration für jemanden, der grafisch schon sehr versiert ist, wo dann das kann brauchen und etwas noch vielleicht spannender machen oder einen anderen Zugang finden. Super, aber dass es jetzt keine Illustratoren und keine Grafikerinnen mehr braucht, glaube ich, keine Sekunde lang. Das behauptet aber viele. Da kommen wir nachher noch schnell darauf zu sprechen. Ich möchte jetzt aber noch gerne mal ein bisschen umkehren. Jetzt haben wir viel darüber geredet, was ist denn alles machbar und so. Aber eigentlich eine Definition von einer Innovation, das hat mindestens Herr Schumpeter schon vor vielen Jahren gesagt, das ist ja nicht etwas, wenn technisch etwas machbar ist, sondern wenn die Leute etwas auch tatsächlich möchten haben. Also er hat damals gesagt, wenn der Markt Hurra schreit, dann nachher. Und da hat man in den USA am Valentinstag eine ganz interessante Befragung durchgeführt. Man hat nämlich die Leute gefragt, wer möchte ChatGPT nutzen, um einen Liebesbrief zu schreiben.
Ich frage mal in die Runde, wer könnte sich vorstellen, einen Liebesbrief mit ChatGPT zu schreiben? Gut. In dieser Studie, ich habe sie da sogar mitgebracht, das wäre noch so ein Stimulationsbild gewesen, aber ich habe mich dann zum Schutz von epileptischen Anfällen entschieden, das nicht zu sagen. Da ist die Studie rausgekommen und da ist es also tatsächlich noch ein bisschen unterschieden. Und man hat herausgefunden, die Mehrheit der Männer wären also durchaus bereit, zum ChatGPT für so einen Liebesbrief einzusetzen. Nur 20% der Frauen haben gefunden. Und interessant war, wenn man dann aber gefragt hat, wer möchte einen Liebesbrief von ChatGPT bekommen, natürlich übermittelt durch einen menschlichen Mittelmann oder eine Mittelfrau, hat dann niemand wollen. Also offensichtlich können wir da relativ einfach Texte generieren, aber bekommen möchte sie dann eigentlich niemand. Das ist nicht so eine wahnsinnige Wertschätzung. Und jetzt können wir uns das noch mal weiter überlegen. Jetzt haben wir also ganz viele Marketingorganisationen und die denken, ja, das ist ja wahnsinnig super. Per Knopfdruck mache ich jetzt da ein personalisiertes Mailing, aber es wird vielleicht dann gar niemand bekommen. Kann man das aus psychiatrischer Sicht einordnen? Ist es tatsächlich so, ist das nur eine Zwischenphase, dass wir jetzt, ich meine es wirklich ernsthaft, dass wir sagen, ja, das ist uns noch wichtig, dass das menschengemacht wird und mittlerweile erwartet ja auch niemand mehr, dass ein Lebensmittel von einem Menschen gemacht wurde, kommt ja aus einer Maschine. Also gewöhnen wir uns dort daran, dass die Inhalte einfach von Maschinen gemacht werden und finden wir das gut? Ich sage ja ungern, weil diese Floskel hasse ich, das hat es immer schon gegeben und seit der Mensch und so, aber was ChatGPT macht, ist etwas Konventionalisiertes, greift auf Konventionen zurück und Liebesbriefe gehören wahrscheinlich zum konventionalisiertesten Genre überhaupt. Man mag sich wünschen, das ist wie sozusagen im Zeitmagazin immer wieder die Renaissance des Füllfederhalters und die schönen Briefe schreibt man mit dem Füllfederhalter, aber das ist so auch kulturpessimistisch, Geschwätz meistens. Natürlich sagen die Leute, sie möchten gerne etwas ganz Persönliches haben, aber wie man eben auch von den Untersuchungen zum Beispiel von Eva Ilus zur romantischen Liebe weiß und überhaupt zur romantischen Liebe, eben das ist derartig konventionalisiert und die Konventionen werden sich auch wieder ändern. Es wird vielleicht eine Konvention geben, die es sehr charmant macht, dass jemand das ist dann wieder die Grenze zur Parodie, dass jemand einen ChatGPT erzeugten Liebesbrief schreibt und hinterher noch was dazu sagt. Dann. Also auch da bin ich sehr skeptisch, was jetzt solche Vorhersagen angeht. Nie wird der Mensch solche Briefe akzeptieren oder man weiß es nicht. Und eben zum Beispiel die Geschichte, dass man doch keine persönlichen Briefe mit der Schreibmaschine schreibt. Also wo ist das irgendwie in den 60er Jahren vermutlich irgendwann stecken geblieben? Inzwischen ist man froh. Also inzwischen hielte man das für einen großen Intimitätsbeweis, dass jemand was auf der Schreibmaschine schreibt zum Beispiel und so weiter. Ja. Also meine Tochter ist 10. Sie hat sich auf den 10. Geburtstag tatsächlich eine Schreibmaschine gewünscht. Und dann haben wir jetzt da auch ein bisschen geübt, aber sie ist jetzt nach einer Woche üben zum Schluss gekommen, dass es eigentlich trotzdem wahnsinnig anstrengend ist. Also der Convenience-Faktor. Ja, genau. Jetzt hat jemand eine Frage. Schnell bitte aufstehen und laut sagen, damit man es hört. Entschuldigung, haben wir so die Regeln abgemacht. Ich stehe dafür vielleicht auch noch mit auf. Genau, da kann man. Ich würde sagen, das ist eigentlich der moderne Ghostwriter. Es hat ja immer schon Ghostwriter gegeben. Ja. Oder? Also Liebesbriefe hat ja mal jemand anderer geschrieben. Also nicht immer derjenige, der jetzt der Absender war. Genau, also moderne Ghostwriter eigentlich, ja. Und das heisst wieder, darum, dass du gesagt hast, also ich gebe dafür nachher die Begriffe und sage, sehr schön, intelligent und dann nachher kann ich sagen, im Stil von Frank Wedekind. Und das ist dann die Authentizität. Nein, aber ich finde es schon wichtig, nachher auch zu wissen, ja, sagt man das dann weiter,
dass man sich inspirieren lassen hat oder nicht. Oder? Wir haben vorher gehört in der Statistik, niemand will diesen Brief bekommen, wo man weiss, es ist von ChatGPT geschrieben. Aber wenn man es nicht weiss, ich muss zugeben, jetzt in die ganz andere Richtung von mir schreiben, ich habe vor ein paar Monaten ein Kondolenzschreiben verfassen. Und das ist jetzt gerade in eine andere Richtung. Und ich bin vor dem, ich habe es von Hand geschrieben, oder? Aber ich habe nicht genau gewusst, wie ich anfangen soll. Das ist schwierig, oder? So die Worte finden, wenn jemand gestorben ist, also für die Angehörigen. Und ich habe dort tatsächlich mir etwas vorschlagen lassen von ChatGPT für ein Kondolenzschreiben. Und ich habe nachher nichts von dem übernommen, aber es hat mir geholfen, um meine eigenen Worte zu finden. Ist jetzt das oder, ein Problem oder nicht? Ich habe natürlich nachher niemandem gesagt, dass ich mich inspirieren lassen von dem. Aber mir hat es geholfen in dem Moment. Ist es denn, es ist ja eine der Forderungen, wir kommen später noch ein bisschen auf das Handlungsfeld, aber eine der Forderungen ist, dass man ja transparent macht, wo man solche Systeme einsetzt. Also auch eben bei künstlich generierten Bildern zum Beispiel. Wäre das denn eine der Grundlagen, dass wir mindestens wüssten, eben von Unternehmen oder auch von Privaten, dass man quasi als Authentizitätsbeweis sagt, eben, ich kann mich unterstützen, oder halt eben nicht? Oder verschwimmen die Authentizitätsbegriffe, wie wir sie hatten, die werden einfach mit der neuen Technologie neu definiert. Und wir müssen jetzt miteinander auf den Weg gehen und das herausfinden. Ja, aber man hat ja schon, ich weiß nicht, die Rede vom Tod des Autors, 70er? Ja, wahrscheinlich. Also die ist von 70er Jahren und damit war auch eine Art von Befreiungsidee verbunden. Und man muss hier schon sagen, dass die Idee der Autorschaft, also eben eben Derrida, Foucault, die Intertextualität, das ist ja eben kein so neues Thema, wobei ich jetzt wirklich wieder nicht auf die Schiene immer schon hat der Mensch oder so, sondern das ist etwas, was mit dem ich bin immer so schlecht mit Jahreszahlen. Also mit dem 19. Jahrhundert würde ich mal sagen, ist das tatsächlich zerbröselt, mit dem 20. noch mehr. Und darum werden auch diese Leistungsrecht- und Urheberrechtsgeschichten, das wird alles sehr schwierig werden, weil man mit Instrumenten oder auch mit Konstrukten etwas abzubilden versucht oder zu fassen versucht, was sich dem zunehmend entzieht. Das ist, ich meine, die Geschichte mit dem Stromdiebstahl und der fremden beweglichen Sache, bis das mal gefasst war, aber das ist noch eine relativ einfache Sache, weil dafür gibt es noch Messgeräte. Wenn da jemand irgendwie einen Draht über den anderen Draht wirft und damit die eigene Waschmaschine betreibt. Aber eben, das mit der Autorschaft, das ist... Ja, wir können da vielleicht auch noch mal einen Blick nach vorne werfen. Ich habe versucht, plakativ auch noch mal ein paar Ideen herauszugreifen. Das war eine Idee aus dem MIT Technology Review als eine mögliche Anwendung. Man hat ja jetzt gesehen, die Indiana Jones gut finden, da kommt ein neuer Film mit dem Harrison Ford in seinen besten Jahren wieder neu simuliert. Und da ist eine Option, eine Anwendung, dass wir jetzt ja könnten eigentlich auch verstorbene Verwandte über einen Avatar oder mindestens eine Sprachfunktion, also sie können also mit der Urgroßmutter weiter chatten, oder sie können natürlich auch sich selber als Chatfunktion dann weiterleben. Ist das auch, das ist ein Teil von dem, also wir haben verstanden, nicht schwarz-weiß, aber das ist ein Teil vom Spektrum, dass ein Teil von der verstorbenen Leute, nicht nur Schauspieler, dann halt eben als Language-Modell weiterleben oder Science-Fiction. Das ist absolut denkbar. Es hat übrigens auch die Serie über den Andy Warhol. Ich weiß nicht, ob die jemand von Ihnen geschaut hat auf Netflix, wo der Andy Warhol quasi auch als eine Stimme wieder aufersteht und er sagt dann auch Sachen, die quasi, glaube ich, auch eingespissen worden sind von Sachen, die er wirklich gesagt hat, aber er tritt eigentlich auch eine Art als Bot auf. Oder? Ja. Und das ist eindrücklich und trotzdem, glaube ich, ist es schwierig, oder? Angenommen, ich könnte von meiner geliebten, verstorbenen Großmutter alles, was sie je geschrieben hat, einlesen lassen und ich könnte dann eine Art mit ihr ein Gespräch führen. Dann wäre es nicht das Gleiche.
weil sie wäre nicht physisch da, sie würde nicht, ihre liebevolle Blick wäre nicht vorhanden, ich könnte nicht ihre Hand tätscheln oder ihre Füße massieren, wenn ich das amigs noch gemacht habe. Oder all die Sachen, wo einem wirklich das Herz aufgehen lassen, bei einem Menschen, den man geliebt hat, das kann nachher das nicht ersetzen, nur weil man mit jemandem chatten kann, vielleicht in dem Stil, wo jemand hatte. Es wäre ein möglicher Ersatz, aber nicht ein sehr befriedigender, würde ich jetzt sagen. Aber es wird dann ein Teil von der Realität sein, weil die meisten vielleicht nicht, aber 10% der Leute möchten das und das heisst 10%. Wer würde gerne als Chatbot weiterleben? Niemand. Wer möchte gerne mit verstorbenen Verwandten weiter kommunizieren? Eher gut. Das ist wahrscheinlich, weil es sehr spooky wäre, glaube ich. Da gibt es, glaube ich, einen gewissen Widerstand. Aber ich wüsste jetzt eins, wo das auch von den Betroffenen sehr favorisiert würde. Ich habe mich eine Zeit lang mal auch mit Autismus beschäftigt und wenn man sich damit beschäftigt, legt man eben auch, oder vernünftigerweise legt man eben Technikfeindlichkeit ab und diesen Kulturpessimismus von die Gesellschaft wird immer autistischer, kann man dann erst recht nicht mehr hören, sondern dann würde man eher sagen, Gott sei Dank wird die Gesellschaft mehr so, dass zum Beispiel Autistinnen inkludiert werden können und gerade besonders bei nicht lautsprachlich kommunizierenden Autistinnen ist es dann ein ganz besonderer Fortschritt. Da geht es nicht nur darum, dass Leute auf dem Spektrum lieber Mails schreiben, als zu telefonieren. Und jedenfalls von dieser Gruppe, die ich mal besucht habe, die kommunizieren nicht lautsprachlich, die kommunizieren so mit gestützter Schriftkommunikation, mit Zeichen und so. Und die haben natürlich elendlang, das habe ich dann wahnsinnig gefunden, wenn die mir mal was geschrieben haben, sowas zu schreiben. Und ich weiß nicht, ob einer oder zwei von denen, deren Vision war es, als Avatar kommunizieren zu können. Und da geht es dann eben nicht mehr um so spooky Geschichten wie mit der toten Großmutter sprechen, wo ich auch irgendwie Bedenken hätte, aber dass die als Avatar und zum Beispiel eben auch nicht nur, was sie schon eingegeben haben, dann leichter sagen können, sondern dass sozusagen ein Avatar in deren Geist und Sinn irgendetwas sagt, was ja nicht immer nur Einsprung von einem originellen Satz zum anderen, dafür wäre es wahrscheinlich nicht so geeignet, aber um sozusagen die konventionellen und eben darum auch wenig originellen Teile der Kommunikation produzieren zu können, wäre das wahrscheinlich eine wahnsinnige Geschichte. Ja, weil da bringt gerade das andere Beispiel noch ein bisschen näher an die Realität. Ich hatte kürzlich eine Diskussion gehabt, dann ist es um Strategien gegen den Klimawandel gegangen und jemand in diesem Raum hat dann gesagt, ja, man müsste die künstliche Intelligenz eigentlich nach Lösungen fragen. Und nicht immer die Politiker und die immer wieder das alte Zeug sagen. Also ist das dann eine Chance, dass wir jetzt da eben quasi über ein rationales, datenbasiertes Modell eigentlich so wie die Diagnostik ein Stück weit neue Lösungsansätze finden, die uns helfen, ganz schwierige Aufgaben tatsächlich zu lösen. Nur man findet sie ja nicht in der Diagnostik. Es wäre ein schönes Gedanke. In der Radiologie ein bisschen und so, aber ja. Also, ich dachte jetzt in der Psychiatrie. Nein, in der Psychiatrie klar, nicht. sicher, genau, ja. Aber eben, also das ist eine Fantasie, eine schöne, oder dann braucht es uns auch nicht mehr, dann können wir dann nachher da Chatbots gegeneinander antreten. Nein, eben wie gesagt, die grasen ja ab, was sowieso schon irgendjemand geschrieben hat. Also meistens, dass die dann nochmal auf komplett neue Ideen kommen, das wäre sehr überraschend. Und gerade bei diesen Klimathemen ist es natürlich so, die Technologien fressen selber wahnsinnig viel Energie. Die Rechenzentren, die wir heute haben, die stoßen etwa gleich viel CO2 aus wie der Flugverkehr. Oder? Also darum finde ich es immer interessant, wenn man mit mehr Technologie will, nachher so das lösen. Vielleicht gibt es dann Momente, wo man sich eben global besser vernetzen kann durch Technologien, wo man mehr zusammenarbeiten kann, wo man nicht immer anfliegen an die Klimakonferenzen oder was auch ein bisschen ironisch ist, wo man dann vielleicht irgendwie so zusammenarbeiten kann. Ich glaube, es braucht weiterhin vor allem die menschliche Intelligenz. Ja. Aber ich finde es noch ein guter Punkt, was du sagst. Oder? Es hat quasi immer Folgeeffekte, die man eigentlich nicht berücksichtigt. Und
meine, die Frage können wir uns auch noch mal auf Produktivität natürlich stellen. Ich weiß nicht, wenn Sie jetzt in Ihrem eigenen Leben sich vergleichen, jetzt und vor 10 Jahren, ist es jetzt, wer fühlt sich jetzt entspannter als vor 10 Jahren? Ja, genau. Manchmal das Gegenteil, gell? Weil die Frage, die sich auch da nochmal stellt, auch noch, ich habe ein paar Beispiele jetzt mitgebracht, wo natürlich dann die Frage im Raum steht, ja, sind wir denn wirklich produktiver, weil wir schneller werden? Oder das einfache Beispiel, man schickt 15 Mail raus und 10 nimmt man wieder zurück, oder man macht ab und sagt, wir treffen uns um 10 dort, nein, um 11 doch um halb 10. Also wir haben die Geschwindigkeit gewonnen, aber steigt die Produktivität denn wirklich? Also ist tatsächlich eines meiner Lieblingsthemen. Das ist in der Informatik ein schon alt besprochenes Thema. Es nennt sich Produktivitätsparadox der IT. Und wo man eigentlich häufig sieht, dass wenn man anfängt, mehr Technologie einführen, dass sich die Produktivitätsgewinne wieder aufheben. Anderswo. Also außer in der Industrie, dort zeigt sich, dass die Investitionen in Technologie tatsächlich dazu führen, dass man produktiver ist und auch dann quasi mehr Umsatz hat. Aber im Dienstleistungsbereich, oder häufig merkt man es auch schon in unserem alltäglichen Leben, wir haben ein neues Handy, eine neue App oder irgendetwas, wo uns irgendwie Zeit sparen, und dann haben wir vielleicht etwas, wo schneller geht, vielleicht der Gang zu der Bank, wo wir nicht mehr machen, wo wir können auf dem Handy irgendwelche Banking-Sachen erledigen. Aber wehe dann, wir wechseln unser Telefon aus und dann geht die App nicht mehr. Man muss dann nachher irgendwie einen halben Tag bis einen ganzen Tag aufwenden, bis das Zeug wieder läuft, und dann nicht nur bei einer. Und dann denkt man wieder, man wäre schon 70 Mal auf die Bank schneller gegangen, um das zu erledigen. Oder? Das nur so als Beispiel. Und auch im Dienstleistungsbereich ist es so, dass wir sehen, dass die Prozesse, die umgestellt werden, häufig so ist, man tut ein neues System einführen, das sollte angeblich alles produktiver und effizienter machen. Aber nachher muss man ganz viel um das neue System umbauen. Man braucht mehr Leute, die technisch versiert sind, die teurer sind, die das System betreiben, betreuen. Und am Schluss hat man weder Kosten gespart, noch Personal gespart. Und das kann auch völlig in Ordnung sein. Man soll ja auch innovativ bleiben, aber man soll sich nicht selber in die Tasche lügen und sagen, es wird alles einfacher und effizienter und sowieso produktiver, wenn wir jetzt die Technologie einführen. Ja. Gibt es denn Abhängigkeiten? Man redet ja vom Begriff von der Digital Obesity, also das ist auch viel schon beschrieben von jüngeren, aber auch älteren Leuten, die den Blick nicht mehr wegkriegen, natürlich mit auch Folgen für die mentale Gesundheit. Ist das eine kulturpessimistische Sicht oder zeichnet, also entstehen da quasi neue Abhängigkeiten, weil ich natürlich vieles grösseres Spektrum habe, von sagen, eben generative KI hilft mir, das Problem zu lösen, wie soll ich trainieren, und dass man dann eigentlich, wäre meine These, die Fähigkeit, zum selber Entscheidungen zu treffen, zunehmend auslagert. Also was ich jetzt eher sehe, zu dem, was du gesagt hast, also was sicher ausgelagert wird, wird viel Arbeit an die Kunden. Also die Self-Scanning-Kasse, das E-Banking, wo es auch wieder hervorragende Sachen gibt. Eben QR-Code liebe ich wahnsinnig. Aber eben, wenn meine Bank mir schreibt, dass in meinem elektronischen Bankpostfach eine Nachricht für mich liegt, die ich aber nicht mehr öffnen kann, weil ich den ursprünglichen QR-Code zur Aktualisierung meiner App auf dem neuen Handy nicht mehr habe, und das liegt jetzt auch schon 4 Jahre zurück, dann hat das nichts mit schneller oder ich werde nicht mal auf eine gute Weise abhängig, sondern ich merke nur, dass ich von irgendwas abhängig bin, was ich überhaupt nicht gesucht habe. Anrufen kann man da auch nicht, wenn man auch nicht den ganzen Tag Zeit hat. Und dann endet man schon wieder beim Datenschutz, wo zum Beispiel auf meiner deutschen von der Rechnung von meiner deutschen Wohnung vom Vattenfall nicht mal die ganze Kundennummer draufsteht aus irgendwelchem Datenschutzscheiß. Also das war jetzt der Aufregerteil. Und jetzt kommt der überhaupt nicht kulturpessimistische Zeug. Also ich glaube, diese ganzen Sorgen um die Bildschirmzeit, das ist wirklich so. Gerold Hüther und wie heißt der Manfred Spitzer, das ist wirklich die Leier, mit der man Volkshochschulkurse und Spiegel-Bestsellerlisten
befördern kann, aber das ist kompletter Humbug. Also ich glaube, da muss man sich jetzt wirklich keine Sorgen machen. Das andere ist die Frage, wie man mit solchem Ärger umgeht, weil man erreicht ja auch niemanden mehr, bei dem man den Ärger loswerden kann. Ja. Das wäre ja dann die Rolle von so einem Chatbot, dass der alles den Ärger entgegennimmt. Ja. Und Digitale Klagemauer. ja, genau. Und ich meine, da kommen wir jetzt ja vielleicht noch zum letzten Teil und dann auch richtigen Schluss und dann tun wir auch noch mal öffnen, natürlich. Die Simulation von dieser Interaktion wird ja schon immer besser, oder? Also man kann auch einfacher 20 Sekunden Stimme von jemandem aufnehmen und dann kann man die Stimme imitieren. Und das beruhigt natürlich, wenn man dann in der Stimme von Barack Obama oder wem auch immer dann quasi den Kundendienst kann da durchspielen. Aber die Problematik ist natürlich ein Stück weit schon, man weiss ja dann auch nicht mehr so richtig, was stimmt. Und dann kommen wir ja auf den Kern von dem Vertrauen zurück. Und also da haben wir verschiedene Bilder jetzt gesehen, die in der letzten Zeit eben nicht primär nur mit DALL-E generiert worden sind, sondern da kommt man schon drauf und denkt, wahrscheinlich hat er die Jacke nicht tatsächlich angehabt. Oder auch da natürlich eine mögliche Simulation, wie die Welt in einer anderen Perspektive hätte können ausgeben. Aber also der Punkt ist, wir glaube ich müssen und dürfen und können davon ausgehen, dass jetzt viel mehr künstlich generierte Inhalt, Sprache wie auch Bilder ins Internet geladen werden und wir dann damit konfrontiert sind, um herauszufinden, ist jetzt das wirklich real und herauszufinden, ist der Mensch echt? Die TikTok-Filter hat man gesehen, da hat es ja noch mal auch, können wir nachher noch schnell darauf sprechen, anspruchsvolle Aufgaben an junge Menschen, was ist Authentizität und wie sehe ich wirklich aus, da sind die Forderungen zum Teil dass man auch dort eine Transparenz schafft, dass man mindestens muss kennzeichnen, dass da ein Filter eingesetzt worden ist. Da ist ein Bild, das auch umgegeistert ist von einer Situation, von einer Party, künstlich generiert. Aus meiner Warte wahnsinnig schwierig herauszufinden, ob das wirklich stattgefunden hat oder auch nicht. Das ist ja in der 70er-Jahre Instagram-Ästhetik gemacht. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, ich weiss nicht, was Ihnen auffällt, dann sind beispielsweise Gesichtszüge von diesen Frauen sind relativ ähnlich. Also die sind auf einem Schönheitsideal trainiert worden, wo alle relativ ähnlich aussehen. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen genauer reinzoomen, ich weiss nicht, was Ihnen auffällt, für die dentalhygienisch geschult sind, genau einerseits ein Vampir-Abkömmling, was die Finger anbelangt, und eben sind ein bisschen viel Zähne dran. Aber also, da braucht mehr Aufwand, um herauszufinden, ob das echt ist oder nicht. Und ich habe noch, das ist Pre-ChatGPT schon über 2 Jahre alt, künstlich generierte Fotos. Ein Mensch ist echt, einer ist fake. Wer ist der Meinung, die linke Person sei echt? Wenige? Die linke ist echt. Wer ist die Meinung, die rechte Person sei echt? Ja, also, praktisch unmöglich. Jetzt, was macht das mit uns? Heisst das tatsächlich, dass wir eigentlich sämtliche Informationen, sämtliche Bilder, die man ab jetzt digital findet, eigentlich hinterfragen müssen? Also es gibt bereits eine Suchmaschine, Bildsuchmaschine, die kann erkennen, ist es von DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, also so jetzt die aktuellen generativen KIs im Bildbereich, eigentlich kann auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit voraussagen, es ist mit dem gemacht worden. Das wird sicher so weitergehen, dass man es halt dort durchlässt. Und ich glaube, ja, man muss es aber die sind fehlerbehaftet. Der Backpath ist von ChatGPT geschrieben worden. Ja, natürlich. Also das sind dann halt wie so Tools, wo man in mehrerer Hinsicht kann versuchen, das zu verifizieren. Ich glaube auch weiterhin, wir brauchen Qualitätsjournalismus, wo weiterhin die Aufgabe hat, zu verifizieren, oder? Auf Basis von verschiedenen Quellen. Sind das echte Bilder? Was sind das für Inhalte? Wem kann man trauen? Und das für uns auch verifizieren und dass wir das auch wieder wertschätzen und teilweise halt auch zahlen, oder, für den Qualitätsjournalismus. Also eine riesige Chance für den lokalen Journalismus, der mit einem Brand dafür steht, dass das echt ist. Und eine Abwertung eigentlich vom gratis
Internet so, wie man es gesehen hat. Das wäre fundamental, weil das würde bedeuten, dass das Versprechen von der Demokratisierung vom Wissen, das für alle zugänglich ist, die ist vorbei, nur noch für die zahlen, für die NZZ oder wer auch immer, die haben noch das Reale und die anderen nicht. Ist das... Es könnte so aussehen, dass sich das mal wieder umdreht, aber eben diese Gatekeeper-Funktion vom Journalismus, bis jetzt hat sich das ja nicht als eine Treiberin des sogenannten Qualitätsjournalismus herausgestellt, sondern es hat sich eher gezeigt, dass der Qualitätsjournalismus oder das, was mal Qualitätsjournalismus war, tatsächlich auch KI generiert sein könnte, wenn man das im Online-Bereich sich zum Beispiel anschaut. Also eben das, was meine Ex-Studentin da jetzt, um ihre Miete zahlen zu können, produziert, das könnte wirklich ein ChatGPT besser und das würde ihre Nerven schonen. Also es gibt so viele Inhalte, auch produziert von traditionellen Qualitätsmedien, wo der Unterschied nicht auffiele. Mhm. Also ich habe vor kurzem mal eine Parodie geschrieben, da kam 2 Wochen später der Artikel in Original als Nicht-Parodie. Also das ist auch häufig das Problem des Parodierens. Also vor 20 Jahren wäre das ins Auge gestochen. Also nicht schon immer hat der Mensch, aber man kann jetzt wirklich Zeiträume angeben, wo das von vor 20 Jahren noch erkannt worden wäre. Und eben, das ist jetzt auch sehr verwischt. Aber das heisst, eigentlich ist fast die notwendige Konsequenz daraus, dass wir zurückgehen in die analoge Welt. Jetzt haben wir bis vor kurzem ganz viele Unternehmen gesagt, wir gehen komplett virtuell, wir sehen uns noch via Teams-Konferenzen. Aber dann weiss ich ja nicht mal, ob meine Mitarbeiterinnen und meine Kolleginnen dann noch echt sind. Und das, geschweige denn, ob jetzt der Chef gesagt hat, die Lohnerhöhung, ich habe mir ja dann mit der Stimme von meinem Chef eine Lohnerhöhung ausschreiben. Und also heisst das wirklich ernsthaft, heisst das, dass der physische Austausch für die Bereiche, wo Vertrauen relevant ist, wichtiger wird jetzt? Ist das ein Tipping Point? Im Extremfall kann das so sein. Ich glaube, eben, wenn man über Extrem redet, gibt es natürlich auch Firmen, oder, die quasi nur remote arbeiten, wo die Leute sich noch nie gesehen haben, wo das nicht undenkbar wäre, so ein Szenario. Aber in der Schweiz, in dieser Kleinräumigkeit, wo manchmal auch etwas ein bisschen Einengendes kann haben, oder, weil alle kennen und mindestens irgendjemand schon bekannt hat, ist es natürlich auch schwieriger und vielleicht auch auf eine gute Art schwieriger, weil es ist mehr eine Vertrauenskultur und ich kenne jetzt in der Schweiz fast keine Firma, die auf Remote-Only setzt und die meisten, die ich antreffe, haben jetzt eine sehr gute Mischung gefunden, wo man sagt, so und so oft sieht man sich physisch, das ist wichtig, um auch eben das Vertrauen zu stärken, um auch die digitale Zusammenarbeit zu verbessern. Ist es wichtig, dass man ein bisschen weiss, wie die Leute ticken, dass man weiss, in welchen Situationen verwünscht man sie. Und ich sehe jetzt das nicht als so eine dramatische Geschichte. Aber es wird Betrug geben, so wie es eben auch schon immer Betrug gegeben hat. Und er wird auch ausgeklügelt sein. Das kann man wahrscheinlich ausnahmsweise tatsächlich mal sagen. Ja. Es war schon immer so. Level an Betrug, einfach die immer schon betrogen haben, die betrügen jetzt. Oder ist mit neuen Mitteln. Es gibt jetzt natürlich neue Mittel zum Betrügen. Ja. Ich finde es eigentlich schade, dass das hat für mich dann auch doch was Regressives, Kulturpessimistisches, dass man sagt, man muss sich ja dann richtig wiedersehen oder, das habe ich auch manchmal von Leuten gehört, ja, das ist nicht dasselbe, wenn man so zusammensitzt und auch die Menschen dann noch spürt und also das habe ich nie so nachvollziehen können. Also zum Beispiel habe ich Zoom-Vorlesungen zum Beispiel, habe ich sehr cool gefunden. Also weil dann hangelt man sich nicht immer zur nächsten Zigarettenpause, sondern einer schaltet mal die Kamera ab und geht ansonsten auf den Balkon. Ich habe dann endlich immer vor der Kamera qualmen können und nein, ich habe zum Beispiel, das habe ich wirklich in diesen Corona-Zeiten sehr schätzen gelernt, zum Beispiel der Zoom-Apero mit einer Freundin. Da haben wir das mal eingeführt.
Und das hatte was ausgesprochen Heimeliges. Und das kann man auch eben im Uniseminar in der Vorlesung, also diese man muss sich persönlich, das fing schon an, also ich bin ja nun ein alter Mensch und kann mich noch zurückerinnern, wo schon das Telefon unter dem Verdacht stand, entpersönlichend zu sein. Dann kam der Anrufbeantworter, dann kam ich weiß nicht was. Und man könnte ja auch mal akzeptieren, dass es eben neue Formen von Intimität gibt, die zum Beispiel im Zoom gut zum Zuge kommen und man muss dann ja auch nicht immer diese kulturpessimistischen Geschichten vom Cybersex, die direkte Berührung und also da gerät man eben schnell in so einen immer schon hat der Mensch und die Evolution hat uns aber nicht darauf vorbereitet, dass wir jetzt mit den also das ist wirklich kulturpessimistisches Geschwätz, das ich nicht vertrage. Ein Bekannter von mir hat einen 16-jährigen Sohn und der hat kürzlich gesagt, ich gehe noch mit dem Kollegen eins trinken und dann nachher ist er weg gewesen, und dann hat er gemerkt, er ist noch daheim und dann hat er ihn gesehen mit dem Bier vor dem Zoom am Abend um 9 Uhr. Also, ja, und das habe ich wirklich des Öfteren gemacht und mache ich heute immer noch und mache ich wirklich auch gerne. Ja, aber das heisst in dem Fall der Polestar Future Talk 4, den machen wir dann tatsächlich virtuell. Wer ist für virtuelles Bier? Wer ist für echtes Bier? Gut, wir sind am Anfang von dieser Reise. Jetzt sind wir zeitlich so weit, dass wir den ersten Teil eigentlich schon wahnsinnig schnell über die Runde gebracht haben. Dabei hatte ich noch so viele von meinen Fragen, die ich gar nicht gestellt habe. Es wäre aber, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und das wäre aber auch der Moment, wo wir gerne öffnen würden. Wenn Sie konkrete Fragen haben, Sachen, wo Sie Ihnen auf dem Herzen liegen, die wir nicht beantwortet haben oder wo auf dem nächsten Level, dürfen Sie gerne sich melden, einfach geschwind aufstehen und laut reden, damit ich es wiederholen kann. Ja, bitte. Ganz laut. Also, es ist ja die Realität, die wir aufnehmen, es ist ja da, wo die Mehrheit der Menschheit zeigt, Sex. Und wenn durch ChatGPT einfach die Mehrheit der Meinungen darstellt, dann wäre es ja die Realität, die einfach tatsächlich ist. Also ist durch jetzt eine provokante Aussage, aber ja, es ändert sich gar nicht. Der Computer sagt einfach da, wo alle sagen. Ja. Und das ist die Realität. Der zieht sich wieder. Ja gut, aber Realität zeichnet sich immer noch, es zeichnet sich durch zwei Sachen aus. Vielleicht noch mehr. Also das eine ist das Soziale, wie Sie gesagt haben, aber das Soziale entscheidet über Realität nicht im Sinne von Mehrheit, sondern von Praktiken und die sind teilweise eben auch lokal. Also nehmen wir es mal ein wissenschaftliches Beispiel, ob jetzt irgendetwas, was in einer Petrischale auftaucht, ob das real jetzt in einem relevanten Sinne ist, also a thing that matters, das wird von einer kleinen Gemeinschaft diskutiert und anerkannt oder verworfen. Also ist das jetzt ein Artefakt, was mit dem, was man experimentieren wollte, gar nichts zu tun hat oder hat das wirklich etwas Materielles? Also Realität ist nicht einfach eine Mehrheitsmeinung so oder was dann in der Pravda steht, also im Zentralorgan der Kommunistischen Partei, das auch noch Wahrheit heißt, das ist das eine. Und zum anderen ist Realität auch immer etwas, was einen gewissen Widerstand erzeugt, also mit dem man in irgendeine Art von nicht Kommunikation unbedingt, aber in irgendeine Art von Praxis tritt, wo sich die Realität auch zuweilen wehrt. Und ich glaube, das sind zwei Kriterien, die eben nicht erfüllt werden, wenn man gewissermaßen nur maschinell sagen, eine Art von Wahrheiten um die Ohren gehauen bekommt. Realität und Wahrheit, auch das ist nicht so ein einfaches Verhältnis. Also es ist nicht so wie bei Wittgenstein, die Welt ist, jetzt kann ich nicht mal den Scheißsatz mehr,
die Welt ist alles, was der Fall ist. So trivial funktioniert das ja mit der Realität eben gar nicht. Und ich glaube, da müssen wir uns jetzt keine so großen Sorgen machen, weil... Der Spotify-Algorithmus hat auch schon identifiziert, welche Musik dann später für den Apero optimal wäre. Darum hören Sie da schon den Schlager draussen. Aus dem Mittelwert von der grössten Wahrscheinlichkeit, dass das nachher alles noch gut läuft. Aber das ist erst der Vorgeschmack. Genau. Gibt es eine weitere Frage, Kommentare? Ja, bitte. Dann brauche ich eigentlich nicht aufstehen. Wie kann ChatGPT und Co., wie können die am besten ins Schulsystem integriert werden? Das ist jetzt meine Frage. Also Primarschule, Sekundarstufe und dergleichen. Also wird übrigens bereits gemacht. Also innovative Lehrpersonen sind bereits dran. Es gibt auch ein Tool, das glaube ich Sökia heisst, wo extra für Schulen gemacht worden ist, wo erklärt, wie ChatGPT und so Sprachmodelle funktionieren. Also extra so eine Art pädagogisch aufgebaut sind, um zu sehen, wie wird das gebraucht. Also mal googeln Sökia. Und ich sehe im Bildungsbereich sehr viele Lehrpersonen, die das auch bereits einsetzen und versuchen zu helfen, sinnvolle Anwendungen zu finden, wo man gemeinsam eben versucht herauszufinden, ja, eben jetzt der Wirklichkeitsanspruch, der Wahrheitsanspruch, wo ist der, dann mit anderen Quellen überprüfen und so weiter. Also ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist das Tool versuchen einbauen und gemeinsam herausfinden, wo sind die Grenzen, wo sind die Chancen und dann halt je nachdem auch jetzt in der fortgeschritteneren Stufe, ich unterrichte auch viele Hochschulen, muss man sich natürlich auch dann fragen, was für eine Art von Prüfung stellt man, so die klassischen Hausarbeiten mit irgendeiner Fragestellung, die sind ein bisschen ausgedient. Es gibt inzwischen auch Plugins, wo man die Quellen sich eben auch schon integrieren lassen, oder? Das heisst, in der Normalversion von ChatGPT sehen wir nicht, auf welche Quelle basiert, aber mit gewissen Plugins könnte man das und das wäre dann einfach. Und viele Hochschulen und Universitäten sind wahnsinnig nervös, oder? Sagen auch, wir müssen jetzt das ausweisen, wenn man es braucht und wo. Aber auch dort, ich finde, das kann sinnvoll sein. Ich empfehle meinen Studierenden oder Hochschulen auch, nutzen Sie doch das, probieren Sie es aus, schauen Sie, was das Tool kann. Aber am Schluss denken sie selber. Und ich tue zum Beispiel halt eher Reflexionen einsetzen lassen, wo sie den Stoff, den wir besprochen haben, müssen persönlich reflektieren. Etwas, das nachher das Tool nicht ausspucken kann, in der Hoffnung, dass sie sich mit dem Stoff wirklich auseinandersetzen. Weil das wäre auch gerade mein letzter Teil gewesen, oder? Was müssen wir denn eigentlich in Zukunft können, wenn ein grösserer Teil der Basis-Skills ja dann eben eine Zusammenfassung machen oder so, kann ausgelagert werden. Und tendenziell hat man ja früher gemeint, ja, also wir werden dann Künstler und die Maschinen dann so Excel machen, aber jetzt haben ja KI-Modelle auch Rembrandt-Bilder nachmachen, einfach ein bisschen ähnlich. Aber was ich noch spannend finde, es geht ja dann wahrscheinlich darum, dass man die Maschinen irgendwie outsmartet. Und da ist ganz ein interessanter ein Fall gewesen. Es gibt ja das AlphaGo-Strategiespiel, ich weiß nicht, wer das kennt, das ist so ein Spiel, das immer wieder gebraucht wird, um zu zeigen, dass die KI schlauer ist als Menschen. Und jetzt hat aber in dem Januar hat ein junger australischer Spieler hat in so einem Turnier 14 von 15 Mal gewonnen gegen Top-Level KI. Und zwar mit dieser Strategie. Ich habe das Spiel leider nicht, aber man kann nachlesen. Der spielt, kann jemand AlphaGo? Völlig absurder Spielzug. So etwas Blödsinniges würde nie jemand Normales machen. Und der hat die Maschine mit dem völlig absurden Weg, also unerwartetste Strategie, hat er 14 von 15 Mal geschlagen. Und umgekehrt würde das dann heissen, dass wir jetzt eigentlich die Skills in den Schulen und auch in der Arbeitswelt viel stärker müssten auf das ausrichten, dass wir mutiger sind, dass wir unerwartete Sachen machen. Aber das ist eigentlich, was meine Kinder lernen, recht das Gegenteil. Also ist das der nächste Schritt, dass wir den Mut zurückbekommen, um unerwartetes Zeug zu machen, abseits von der Statistik? Ja, aber auch das wird schwierig sein. Also eben weil diese Vorstellung von absoluter Originalität, von absolutem Mut, von absoluter Unvorhersehbarkeit, das gibt's halt auch nicht. Also man wird immer mal eine gute Idee haben und jetzt das funktioniert einmal. Ich weiß nicht,
bis wann KI das auch begriffen hat, dass das also eben dieses Schaffen aus dem Nichts, schließlich stellen wir uns da Wahnsinnsmaßstäbe bloß, um zu beweisen, dass die menschliche Intelligenz doch größer ist als künstliche Intelligenz. Man muss sich auch fragen, welche Definition von Intelligenz wollen wir überhaupt nehmen? Und das ist ja auch alles andere als ein definierter, umrissener Begriff. Ich habe vor kurzem mal eine ganz herzige Doku auf Arte gesehen über den Schleimpilz, der tatsächlich ja Aufgaben lösen kann. Und wenn man jetzt Intelligenz nur als Lösungskompetenz sieht, muss man eben auch dem Schleimpilz Intelligenz zusprechen, was eben gar nicht so blöd wäre. Also bei all diesen Geschichten kommt man darauf, dass das, was man als etwas klassisch Menschliches immer schon hat, vor allen Dingen immer noch wird der Mensch, dass sich das einfach auch zersetzt. Also dass das mit der menschlichen Sprache bei den Menschen tatsächlich sehr hoch entwickelt ist, aber dass, wenn man eben zu Schleimpilzen, zu Papageien, aber eher noch zu Bienen, Raben und Ameisen gibt, dass man da immer Elemente von dem findet und dass diese Art von Anthropologie zu betreiben, die immer das Höchste von allem auch noch beim Menschen findet. Er ist der intelligenteste, aber auch der aggressivste, der Dings. Das ist auch so, der Staub von 100 Jahren liegt auf dem. Und jetzt zeigt sich ja auch in der Wissenschaftsforschung und Wissenschaftstheorie, dass dieses Dezentrale und so vielleicht ein vernünftigerer Ansatz ist. Und auch dieses Netzdenken und Rhizomdenken wird auch wahrscheinlich nicht der letzte Schrei auf unserem Planeten sein. Ich möchte vielleicht da noch etwas ergänzen. Ich finde das ganz ein wichtiger Punkt. Ich sage das auch häufig, wenn man den Intelligenzbegriff mal hinterfragt. Wenn man über künstliche Intelligenz redet, meint man häufig genau so etwas wie ein mathematisch-logisches Spiel wie Schach oder Go. Das kann ein Computer sehr leicht lernen, weil KI basiert hauptsächlich auf Mathematik und Statistik. Und in dem Sinne, der Aspekt von der mathematischen, logischen Intelligenz ist dort tatsächlich Maschinen häufig noch schnell überlegen, weil es gibt keine anderen Komponenten, vor allem bei einem Spiel, das ganz klare Regeln hat. Aber so ist es ja meistens im Leben nicht wirklich. Und ich finde eben die Intelligenzdefinition von Howard Gardner sehr nützlich. Er hat über die multiple Intelligenz vom Mensch jetzt geredet, nicht so einen weiten Begriff, wie du ihn jetzt auch noch auf die Natur ausgeweitet hast. Und dort geht es wirklich darum, dass der Mensch in etwa so 8, 9 Dimensionen eigentlich intelligent ist, von mathematisch, logisch, sprachlich, existenziell ist zum Beispiel ein Bereich, oder, wo man sich muss können diesen grossen Sinnfragen stellen, dass man nicht völlig verloren ist, mit dem Leben umzugehen und nicht wissen, was wir da auf dem Planet machen. Das ist auch so eine Frage, wo man glaubt, Maschinen noch nicht so weit sind. Oder auch halt eine Frage von Bewegungsintelligenz, räumlicher Intelligenz und verschiedene musikalische, interpersonelle Intelligenz, intrapersonelle Intelligenz, also das heisst, im Sozialen wirklich können mit Menschen umgehen, aber auch mit sich selber und all diesen verschiedenen Anteilen, die man muss mit sich tragen, irgendwie können umgehen. Das sind ganz verschiedene Aspekte, die Howard Gardner auch unter Intelligenz versteht. Und ich glaube, dort sind Maschinen uns deutlich unterlegen, aber im mathematisch-logischen Bereich kann man sie für bestimmte Fragestellungen so trainieren, dass sie uns überlegen sind. Und es gibt auch sehr viele Leute, gerade im künstlichen Intelligenzbereich, die sagen, der Begriff ist sehr irreführend. Lass uns lieber von maschinellem Lernen reden. Das trifft es sehr viel besser. Es tut nicht so die Assoziationen erwecken, dass da irgendwie so magische Extremmaschinen uns werden übernehmen und all die Schreckensszenarien oder die Hoffnungsszenarien fördern, sondern es ist maschinelles Lernen. Man hat Daten, man hat ein Modell und anhand von diesen Daten lernt das Modell immer besser zu einem gewissen Resultat zu kommen. Und da kann man sehr nützliche Sachen damit machen. Aber man kann damit weder die Welt retten, noch wahrscheinlich die Welt zerstören. Und lass uns da ein bisschen Ich habe mal gelesen in einer Zeitschrift, es sind Toaster, nicht Terminator.
Das würde es dann auf den Punkt bringen. Jetzt haben wir noch einen kurzen Moment Zeit für ein, zwei letzte Fragen, bevor dann die Musik da nachher das wieder reinkommt, gell? Ja, genau. Nach einer mathematisch-statistisch gerechneter Formation. Das werden wir noch sehen. Gut, die Möglichkeit, so gleich gibt es die nicht mehr, noch eine Frage zu stellen. Ja, bitte. Ich habe noch eine Frage. Sehr interessant, eure Diskussion, was mir fehlt. Ich habe noch nicht einmal in der Arbeit das Wort Emotionen gehört. Ich glaube, das ist ganz ein entscheidender Punkt, wo wir Menschen, also kann das Maschine lernen? Das würde mich interessieren, weil weder mit einem Liebesbrief noch mit einem Kondolenzbrief noch irgendwas interessiert der Mensch so mit diesen Emotionen. Seht ihr das wirklich, dass in Zukunft der Maschine sowas kann lernen? Ich fange mal an, mit der Emotion ist es auch so, das ist auch so ein High Buzzword. Das wird die Maschine nie können. Oder? Dabei wissen wir eben, dass Emotionen auch etwas sehr Standardisiertes sein können, sehr Konventionelles sein können. Und ich weiß nicht, ob der Streit darum, wird die Maschine Emotionen nur nachahmen können oder wird sie wirklich Emotionen haben, ob das nicht auch wieder in so eine Alleinstellungsmerkmalsfindungssackgasse führt, die uns eben dann davon wegführt, was wir längst wissen, eben wie konventionell auch Emotionen sind. Und darum ist dann die Frage, ja, was war das der Google-Mitarbeiter, der dann behauptet hat, eben, dass er stünde da jetzt einem realen, emotionalen Wesen gegenüber, dass das keine Frage ist, bei der wir was besonders Neues herausfinden werden. Aber ist jetzt so Handgelenk mal Pi. Ja, der Google-Mitarbeiter, der hat ja dann versucht, Recht für seine Maschine zu erwirken, oder weil das ein fühlendes Wesen sei. Ich bin da tatsächlich auf der Linie, dass ich im Moment glaube, dass Maschinen Emotionen können sozusagen nachahmen oder eben so gut vortäuschen. Und es gibt ja den schönen Film Her, den Hollywood-Film, wo man sieht, wie da der Mensch sich in die KI eine Art verliebt und dort durchaus Emotionen entstehen und das auch sehr gut gemacht ist. Und ich erinnere mich auch an das MIT-Museum, wo sehr führend, also das MIT sehr führend im Bereich Robotik ja auch ist. Und sie haben dort viele Roboter ausgestellt und einer von den ältesten Robotern, die es gibt, ist der Kismet. Und der hat schon vor Jahrzehnten eigentlich als etwas vom Ersten versucht, Emotionen nachzumachen. Aber eigentlich auch so mit einem Gesicht und versucht, eine Art zu reagieren. Und noch eine andere Geschichte mit einem Roboter, der Demenzroboter, der in der Pflege von Demenzkranken schon lange eingesetzt wird. Das ist ja eigentlich so eine Robbe, eine Art Plüschrobbe, die sich bewegen kann, die einem dann auch anschaut. Und ich hatte den mal in den Arm und ich war ehrlich gesagt sehr gerührt gewesen, was der auch an Emotionen auslösen kann, wenn man den im Arm hat. Und der wird ja sehr erfolgreich in der Demenztherapie eingesetzt. Und insofern, ich glaube, die Frage ist sehr interessant. Ich glaube, es gibt viele Aspekte im Zusammenhang mit Maschinen und Emotionen. Aber ich wäre weit davon entfernt zu sagen, wir müssen jetzt Recht für Roboter haben und Maschinen, weil das sind fühlende Wesen. Das finde ich eine völlig überzogene Angelegenheit. Und ich glaube auch nicht, dass ich es noch erlebe. Darf ich doch noch schnell nachhaken, weil ich das umdrehen wollte. Es ist mir jetzt erst, während du das erzählt hast, mit den Robotern eingefallen, um wieder auf die AutistInnen zurückzukommen. Sozusagen zur Exklusion von Autistinnen gehört ja eben auch, ja, die können sich nicht einfühlen, die haben nicht die normalen Gefühle, die wissen nicht, wie Gesichter lesen und so. Und ich glaube, wenn man es umdreht mal von der Menschenseite her sieht man eben auch, was für eine konventionelle Vorstellung wir von Emotionen haben, die aber zum Beispiel Autistinnen aus dem Menschlichen gewissermaßen ausschließen und entmenschlichen. Nicht, das sieht man eben auch in der Geschichte der
Autismusbehandlung, eben, dass man das als ein absolutes Defizit sieht, was man denen jetzt einpflanzen muss und nicht als eine Art eben von neurodiversem Form von Menschsein. Und vielleicht gibt es dann doch Annäherungen. Also ich meine, wir leben ja in einer ausgesprochen hybriden Kultur. Das fängt ja schon, Bruno Latour hat über den Berliner Schlüssel geschrieben, der eben in gewisser Weise so ein doofer Schlüssel, aber so mit den Menschen interagiert, dass man die Haustür, die Hoftür abschließen muss. Oder eben auch ein Gegenstand wie die Schreibmaschine. Die ist schon sehr hybrid, als dass man nämlich lernen muss, mit ihr zu interagieren. Und warum nicht prinzipiell eben auch solche High-End-Maschinen, Menschen-Hybride denkbar sind? Ja, ich fände es mindestens bedenkenswert, den Gedanken, dass es denkbar sein könnte. Aber das ist eine gute Brücke zum letzten Punkt. Mich würde noch ganz bodenständig wahrnehmen. Jetzt haben wir gehört, quasi das Interagieren mit diesen Systemen, das wichtiger wird. Was ist eure Empfehlung jetzt für uns alle da ganz konkret in den Alltag hinein? Was sollen wir machen? Sollen wir das jetzt ausprobieren? Sollen wir Regeln festsetzen, wo man es braucht, wo man es nicht braucht? Also ein konkreter Hinweis, so, was machen wir jetzt mit dieser Technologie, um letztendlich das Vertrauen in unsere Umwelt, in unsere Mitmenschen, in die Technologie zu stärken? Ich glaube, es informiert bleiben, neugierig bleiben, es ausprobieren und trotzdem genug kritische Distanz bewahren dazu. Das würde ich empfehlen. Sich weder verängstigen lassen durch irgendwelche schlimmen Schlagzeilen oder durch grosse Wahnsinnsfantasien, wie jetzt, das wird unsere Welt retten, irgendwo auf dem Boden bleiben. Ich glaube, dann kommen wir gut durchs Leben. Gut. Ich kann mich dem nur anschließen und möchte nur daran erinnern, das iPhone ist jetzt wie alt? 10 Jahre erst? 2006. 15, Entschuldigung. Ja, und es hat unser Leben wahnsinnig verändert, ohne dass es einen Knall oder sonst etwas gegeben hat. Und es ist tatsächlich mit uns zusammengewachsen auf irgendeine Art, ohne dass was Schlimmes passiert ist, außer dass ich mich über diesen scheiß QR-Code von der Deutschen Bank ärgere. Ich glaube, das ist der Moment für die Musik und für das Apero. Danke vielmals, alle beiden. Und damit ist es Zeit, sich dem Apero zu widmen und das Gespräch über Schlimmpilz, wie Sie möchten, fortsetzen. Danke vielmals.